Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht hier, ich sitze hier oben im Wohnzimmer, von daher geht es natürlich nicht um einen Tabak, sondern ich möchte euch heute wieder eine meiner Pfeifen vorstellen. Und zwar geht es konkret um dieses Pfeifchen hier. Ganz genau, hier ist das gute Stück nochmal. Es ist eine von meinen zwei Stanwell Calabash Pfeifen. Und zwar hier noch das Original Shape, wie es damals herausgekommen ist. Stanwell Calabash, sandgestrahlte Ausführung, made in Denmark. Diese Pfeife hatte mir schon immer gut gefallen, von Anfang an. Ich hatte sie, als ich sie mir kaufen wollte, jedoch nicht mehr bekommen. Ich hatte also sehr, sehr lange suchen müssen und bin dann vor mehr als 10 Jahren, müsste es mittlerweile sein, dann auf eBay schließlich fündig geworden und hatte dann diese Pfeife und dann sogar noch kurz darauf noch eine zweite, eine glatte Version, die stelle ich euch irgendwann auch noch vor, für sogar relativ wenig Geld schießen können. Was halt bei dieser Pfeife hier sehr schön ist, ihr könnt sehr gut erkennen, sie ist zierlich, sie ist elegant. Hier durch diese Calabash-Ausprägung hat man Platz für seine Hand. Man kann die Pfeife so halten. Ich halte sie meistens hier, habe den Zeigefinger hier oben am Kopfrand. Hat halt den Vorteil, wenn ich den Zug ein bisschen regulieren will, kann ich die Finger hier drüber legen oder auch nur einen Finger drüber legen. Genüsslich an der Pfeife ziehen. Ihr habt es ja bei den Bildern gesehen, das Mundstück, hier sieht man es ja sehr gut, ist sehr gut gearbeitet, hat einen sehr flachen Biss. Bequem zwischen den Zähnen zu halten, rechts, links, schräg, runterhängend. Es gibt zig Varianten, die aber halt alle nicht so meine Welt sind, außer natürlich, ich bin dabei, wieder mal ein Tabak-Review zu machen. Hab die Hände voll, will die Pfeife anzünden, weil dann geht es auch bei mir rein, anzünden, Feuer oder Feuer. Also es geht alles. Klein, elegant. Vom Füllvolumen her, wie immer bei mir der Mittelfinger, ich will immer das gleiche vergleichen. Da passt was rein. Es sind 1,5 Glieder, ich habe Bewegung. Das Füllvolumen ist also durchaus ein mittleres Füllvolumen, bis sogar gut mittleres Füllvolumen. Deswegen aus der Pfeife hier raucht man bequem eine Stunde, 60, 70 Minuten. Und man sollte dieses kleine zierliche Pfeifchen einfach nicht unterschätzen. Aber der große Nachteil ist halt, ihr seht ja, es geht tief rein. So, wenn ich die gleiche Tiefe hier annehme, seht ihr ja, wie tief die Bohrung geht. Das heißt, die Brennkammer geht bis hier unten rein. Und hier ist relativ wenig Holz. Das ist wirklich der einzige Nachteil. Man muss diese Pfeife daher wirklich behutsam rauchen. Wenn man sie wie ich hier oben hält, merkt man nicht, wie schnell sie hier unten heiß werden kann. Deswegen ziehe ich es vor, aus diesen Pfeifen hier, aus meinen Calabash-Pfeifen, Virginias zu rauchen. Virginia-Tabake haben halt eben den großen Vorteil, raucht man sie zu heiß, werden sie bitter. Also behutsames Rauchen, dann wird auch die Pfeife nicht heiß, dann kann auch dem schmalen Kopf hier unten nichts passieren, da die Brennkammer ja trotzdem schön groß ist. Und ihr seht es ja, mein Finger hatte ja Platz. Viel Holz ist da unten nicht mehr, also behutsam rauchen. Aber ich finde, gerade diese Calabashs hier sind halt eben schön geschwungen, schön elegant.
Und was mir hier bei dieser besonders gut gefällt, vom Messingring jetzt hier mal abgesehen, und was ihr ja hier auch sehen könnt, da seid genau hier mal noch das berühmte S mit der Krone. Die Sandstrahlung betrifft nicht die ganze Pfeife. Der Boden der Pfeife hier ist davon unbenommen. Made in Denmark, Stanwell Calabash. Was mir halt noch verdammt gut gefällt, das ist hier oben der Kopfrand. Das Grain kommt hier richtig schön zur Geltung. Der Kopfrand ist poliert. Der Kopfrand ist verhältnismäßig großzügig. Schaut euch das doch mal hier an. Eine wunderschöne Pfeife. Stanwell Calabash. Heute wird sie ja neu aufgelegt. Es gibt sie ja wieder zu kaufen als Danish Design, weil man den Klassiker einfach wieder auf den Markt bringen wollte. Von daher, ich kann jetzt nichts zu den Eigenschaften sagen der neuen Stanwell Calabash des Danish Designs. Das nennt sich, glaube ich, jetzt auch Danish Calabash Renew, Renown, Reborn, keine Ahnung. Zumindest die Neuauflage. Wer von euch die Stanwell Calabash hat, da bin ich natürlich gespannt. Ihr wisst ja, hier unten Kommentare, lasst uns darüber austauschen. Ich wüsste schon ganz gerne, wer hat von euch Stanwell Calabash? Idealerweise vielleicht hier sogar die sandgestrahlte Version. Wie sind eure Erfahrungen damit? Mögt ihr sie auch so sehr, wie ich sie mag? Weil sie ist mein Schatz, ich gebe sie mit Sicherheit nicht her. Ich rauche sie auch gerne. Wer hat von euch vielleicht von Danish Design die neue Stanwell Calabash? Wie ist diese von der Verarbeitung her? Wie gefallen euch dort die Raucheigenschaften? Von daher, Kommentarfunktion, nutzt sie bitte rege, lasst uns bitte ein wenig austauschen und einfach mal schauen, wer hat diesen Klassiker bei sich zu Hause. Wie raucht es sich bei euch? Mögt ihr sie auch? Deswegen, das war es schon so von mir soweit für heute. Meine Vorstellung der Stanwell Calabash sandgestrahlte Version, das Original Made in Denmark. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch in gewohnter Weise alles Gute, viel Gesundheit, bleibt mir gesund, bleibt mir und meinem Kanal gewogen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal in nächster Zeit. Es werden weiterhin Tabak-Reviews folgen, Pfeifen-Reviews folgen. Ich werde euch Bücher, ich werde euch alles Mögliche hier vorstellen. Alles, was mit dem Thema Pfeifrauchen zu tun hat. Daher, Happy Puffing, vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal hier. Macht's gut. Ciao.